Dieses Setup kann nur eines bedeuten. Und zwar, dass ich gerade ein neues 7 Days and 7 Looks Video abgefilmt habe. Und ihr werdet es wahrscheinlich an meiner Stimme merken, aber ich war die Woche über krank. Aber ich musste das Video unbedingt heute filmen, weil das sonst vom Timing her nicht passt. Und ja, das ist immer so ein bisschen blöd. Man kann sich eigentlich nicht so wirklich erlauben, krank zu sein, weil dann einfach das Kartenhaus an geplanten Sachen zusammenfällt. Zumindest habe ich das Video geschafft. Ich werde aber gucken, ich glaube, ich muss das Voice-Over so ein bisschen noch nach hinten verschieben, das aufzunehmen und ganz kurz vor der Veröffentlichung versuchen aufzunehmen, in der Hoffnung, dass meine Stimme bis dahin halbwegs normal klingt. Aber ja, immerhin habe ich wenigstens das Video jetzt hinter mir gebracht. Und ja, hier habe ich übrigens die Outfits immer ganz schön vorbereitet auf der Kleiderstange im Flur, damit sie einfach ein bisschen griffbereiter sind. Und ich habe sie halt auch vorher immer gesteamt und damit sie dann nicht nochmal neue Falten bekommen. Und ja, ich dann immer weiß, okay, das ist ein Outfit, das ist ein Outfit und so weiter und so weiter. Und ja, keine Ahnung, warum ich euch das zeige, aber irgendwie stellt mich das super zufrieden, wenn ich Sachen schön ordentlich vorbereitet habe. Hallo Leute, ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn ich komme. Oh mein Gott. So, hier haben wir jetzt den neuen Tisch. Sieht schon viel besser aus. Was mir daran einfach mehr gefällt, ist, dass der Tisch nur einen Standfuß hat. Das heißt, dass es dann nicht mehr so voll mit Tischbein und Stuhlbein, wie es einfach vorher war mit den ganzen Tischbeinen von dem vorigen. Und ja, mir gefällt auch das Holz total gut. Ich finde das dann schöner, wenn da einfach Teller drauf sind, weil das Schwarz hat mir dann doch irgendwie zu sehr das Licht geschluckt. Und ja, so finde ich es richtig gut. Von der Größe her ist der genauso groß wie der davor. Also beide haben 90 cm Durchmesser. Hier ist es jetzt so ein bisschen enger mit den Stuhlbeinen, aber es ist auf jeden Fall gerade noch okay. Und ja, also die Größe ist auch gut. Es hätte von mir aus auch ein kleinerer Tisch sein können. Dann ist aber die Gefahr, dass es irgendwie ein bisschen verloren aussieht. Größer hätte es auf jeden Fall nicht sein können, weil dann ist es ein bisschen zugestopft mit den Stühlen, wie man sich da dran setzen möchte. Und am besten will man ja auf dem Teppich sein mit dem Stuhl. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Da war auf jeden Fall ein guter Kleinanzeigenfund. Und ja, das ist ein alter Tisch aus einem Restaurant. Ich glaube, die Schneiderei war das Restaurant hier im Prenzlauer Berg. Und deswegen ist der so ein bisschen abgenutzt. Hier waren auch so ganz viele Kerzenwachsflecken. Die habe ich so halbwegs schon so alles abgekratzt. Und ich werde das Ganze dann mit Leinöl behandeln. Dann sieht er eigentlich danach aus wie neu. Aber ich finde eigentlich auch diesen Used-Charakter, diese Abnutzung eigentlich auch ganz charmant. Ja, aber hier mal ein Vorher und dann zeige ich euch gleich das Nachher. So sieht es jetzt nach dem Ölen aus. Also die Oberfläche ist deutlich gleichmäßiger. Ich glaube, sie wird aber noch mal wieder ein bisschen heller, wenn es so richtig eingezogen ist, auch beim Standfuß. Der sieht jetzt sehr, sehr dunkel aus. Aber ja, ist auf jeden Fall eine ganz gute Pflege für das Holz. Ich wollte nur mal eben zeigen, wie das aussieht, wenn da Geschirr drauf steht. Ja, das sieht so toll aus mit dem alten Geschirr oder auch mit so Silbersachen. So toll, ich freue mich. Ich habe im letzten Vlog ja schon angekündigt, dass ich im November schon so ein bisschen dekorieren möchte, also weihnachtlich dekorieren möchte. Und das mache ich jetzt heute. Und zwar mache ich ja immer in den Zweigen so ein paar Ornamente dran. Und hier am Türrahmen, also im anderen Raum,
Dann so Tannenzweige. Nennt man das Tannenzweige? Also ich habe so Kunstzweige. Ich zeige euch das gleich mal. Eine Tannengirlande, jetzt ist mir eingefallen. Die habe ich hier in der Box. Und da habe ich noch meinen anderen Dekokram rausgeholt, den ich hier in so Boxen habe. Ich habe zum Beispiel hier noch so einen roten Adventskranz und so einen Adventskranz. Finde ich immer super, dass man das so aufbewahren kann und Jahr für Jahr wiederverwenden kann. Und ich habe hier noch die Baumkugeln rausgeholt. Die sind so creme-weiß-grün gestreift. Finde ich super schön. Sind von Firm Living. Und dann habe ich hier noch die getrockneten Orangenscheiben. Und ja, ich bin am Überlegen, welches Farbthema ich dieses Jahr denn schmücken möchte. Also ich habe eine Tendenz dazu, dass ich den Baum dieses Jahr, weil wir werden Weihnachten bei uns feiern, überwiegend mit diesen Vintage-Kugeln beschmücken werde und dann eventuell so cremeweiße Schleifen. Ich wollte erst eine ganz große Schleife am Baum machen, aber irgendwie habe ich das jetzt schon wieder so oft gesehen im Internet, dass ich mich selber doch schon irgendwie dran satt gesehen habe. Aber ja, ich glaube, so fokussiert auf diese roten Kugeln fände ich das, glaube ich, ganz gut. Und dann werde ich diese hier für die Zweige benutzen, denke ich.
wenn ihr diesen Vlog seht, dann haben wir schon den ersten Advent. Total krass irgendwie. Aber ich finde, für mich heißt erster Advent, man kann sich schon so langsam um Weihnachtsgeschenke Gedanken machen. Und daher habe ich es in Zusammenarbeit mit Lyko eine Art Gift-Guide zusammengestellt. Also so coole Produkte, die ich cool finde, wo ich denke, dass sie sich gut als Geschenkideen eignen oder auch Produkte, die ich mir wünschen würde, wenn ich sie nicht schon hätte. Und ja, also ich liebe es sowieso, einfach so Gift-Guides zu machen und so zusammenzustellen, okay, und rauszusuchen, was macht so Sinn, was kann man gut verschenken. Und das werden jetzt alles Beauty-Sachen sein. Und da fangen wir mal mit der ersten Geschenkidee an. Und zwar wäre das eine Bürste von Mason Pearson. Das sind die Bürsten, die immer dieses rote Kissen oder wie man das nennt hat. Also das ist so der Signature-Look, würde ich sagen, bei den Bürsten. Die sind wunderschön, sind natürlich auch ein bisschen hochpreisiger, aber ich finde, das ist so ein gutes Geschenk, weil das ist praktisch, man braucht es jeden Tag quasi, aber es ist nicht unbedingt etwas, was man sich selber einfach so kauft. Ja, das ist auch irgendwie ein bisschen mein Gedanke bei Geschenken, Sachen, die man gerne hätte und gerne benutzen möchte, aber die man sich dann nicht unbedingt selber kauft, ja, sich das nicht selber gönnt oder so. Und deswegen finde ich, ist es umso schöner, das dann als Geschenk zu bekommen oder zu verschenken, wie auch immer. Und ja, das ist zum Beispiel die weiße Bürste von denen. Das wäre jetzt die schwarze klassische und auch die Verpackung finde ich auch sehr schön. Ich finde, das macht es einfach auch ein bisschen wertiger. Sieht so richtig oldschool, fast schon antik aus. Und ich finde, das macht dann schon ein bisschen mehr was her. Es ist jetzt nicht einfach irgendeine Bürste quasi. Ich habe jetzt noch eine Bürste von einer Freundin ausgeliehen in diesem schönen Blau. Das finde ich auch super schön. Und ja, die beiden sind die Pocket-Größen. Das finde ich dann auch sehr, sehr ideal zum Verschenken, weil das dann einfach so ein bisschen, ja, nicht ganz so kostspielig ist. Und gleichzeitig ist das dann super praktisch, wenn man das halt einfach überall mitnehmen kann. Und ja, mein Gott, super süß. Also ja, so eine Bürste fände ich auf jeden Fall sehr, sehr cool als Geschenk. Das wäre so das Erste. Dann hätte ich generell Produkte von einer Marke, die ich sehr gerne mag. Und zwar ist es Necessaire. Habe ich bestimmt schon irgendwann mal gezeigt oder ich weiß nicht, ob auf YouTube, aber auf Instagram bestimmt. Ja, das sind diese Produkte hier. Zum Beispiel ist das deren Bodywash in der Eukalyptus-Duftrichtung. Auch sehr, sehr schön. Das ist jetzt die Travel Size, finde ich auch sehr, sehr cute. Oder hier das Serum von deren, also das Body Serum. Das finde ich super cool, weil das so total farblos ist und man da nicht so krass drauf achten muss, dass man sich frisch eingecremt hat und dann sich nicht direkt anziehen kann. Das hier ist sozusagen, also ich hatte damit dann keine Probleme, dass es irgendwie Spuren oder so auf Klamotten hinterlassen hat. Also vielleicht eine random Information, aber das finde ich auf jeden Fall, fand ich sehr, sehr gut an der Creme und sie ist pflegend. Und wir haben auch Handcremes und ich finde Handcremes, die in solcher Metalltube kommen, finde ich auch immer nochmal besonders schön. Necessaire finde ich sowohl inhaltlich toll als auch optisch. Und Necessaire gibt es tatsächlich in Deutschland auch nur bei Lyko bis jetzt. Und das fällt unter die gleiche Kategorie von Alltagsprodukten, die etwas hochpreisiger sind als jetzt, wenn man in der Drogerie einen Bodywash oder eine Körperpflege kauft, aber die dann einfach so ein bisschen, ja, so luxuriöser wirken. Entweder sich selber gönnen oder halt so als Geschenk einfach so was Schönes zu verschenken. Das wäre jetzt so meine Ansicht. So, das nächste wäre hier eine Make-up-Bag, ein Kulturbeutel. Das ist jetzt von Make-up Store. Und das, erstmal der Gedanke, Kulturbeutel ist vielleicht nicht so spannend. Dann wiederum kommt es dann auf den Kulturbeutel drauf an. Und ich fand diesen hier super cool. Also ich finde das Weinrot super schön. Und dann, dass es so, ja, dass es durchsichtig ist. Sehr, sehr cool und auch praktisch. Und zum Beispiel, wenn man jetzt so Bürste dabei hat und diese Bodylotion, sagen wir mal jetzt noch die Creme. Guck mal, wie süß das aussieht. Also ja, das fand ich irgendwie echt cool als Make-up-Tasche und kann man auch ganz gut
reinigen und einfach abwischen, wenn da irgendwie Make-up-Flecken oder so entstehen sollten. Also ja, so eine Make-up-Tasche auf jeden Fall auch eine gute Idee, finde ich. Als nächstes haben wir mal Sachen aus der Gesichtspflege und da würde ich diese Produkte von Ole Henriksen empfehlen, sowohl als Geschenk, aber auch als Wunsch für einen selber. Und zwar, weil ich die total gut finde. Man sieht, ich habe die halt auch komplett aufgebraucht und vor allem dieses Produkt hier, das habe ich euch in einem Video Anfang des Jahres, glaube ich, gezeigt, wo ich total die zerstörte Hautbarriere hatte. Also meine Haut war richtig schuppig und trocken und hat gespannt und gejuckt und war ganz, ganz unangenehm. Und die hat da total geholfen, weil die so richtig schön reichhaltig war und sehr angenehm auf der Haut. Und die habe ich mir anfangs mehrmals am Tag aufs Gesicht geschmiert, wo es wirklich schlimm war. Und dann halt einfach täglich als Feuchtigkeitspflege. Ja, das ist eine super, super Creme. Ich muss unbedingt, jetzt wo es wieder kälter wird, eine zweite Tube mir besorgen. Ja, das zweite Produkt, das ist dieses hier, ich lese mal vor, die Barrier Booster Orange Ferment Essence. So lange Namen kann ich mir einfach nicht merken. Das ist jedenfalls eine Essence, also ein Produkt, was ich nach der Gesichtsreinigung verwende, als Toner oder Essence vor dem Serum und Moisturizer. Ich benutze nicht immer alle möglichen Schritte. Ich mag halt Essences, ja, die so ein bisschen dickflüssiger sind und nicht ganz so klar, weil ich dann auch einfach, es hat ein schöneres Hautgefühl. Ich habe schon das Gefühl einfach von der Psyche, dass es mehr pflegt und ich würde mal meinen, dass es auch mehr pflegend ist. Hat das jetzt Vitamin C? Ja, genau. Und das hat auch Vitamin C, was ich auch immer sehr gut finde in Gesichtspflege. Insgesamt einfach ein gutes Produkt. Ich will da jetzt keinen Pep-Talk drüber machen. Aber ja, Ole Henriksen, besonders diese zwei Produkte. Im nächsten Punkt hätten wir Sleeping Mask von Laneige. Das wäre jetzt hier die Water Sleeping Mask in der großen Tube. Und dann habe ich hier noch die kleine Travel-Version. Und eigentlich dachte ich halt, wo ich in meine Beauty-Schublade geguckt habe, dass das die Lip Sleeping Mask ist, weil die einfach fast genauso aussieht von der Verpackung her. Und die wollte ich euch eigentlich zeigen. Aber ja, ich werde euch die dann einfach einblenden. Einmal eine Water Sleeping Mask fürs Gesicht und die Lip Sleeping Mask eben für die Lippen. Das ist jetzt mal repräsentativ, auch wenn es das nicht ist. Fände ich auch beides coole Geschenkideen, vor allem aber die Lip Sleeping Mask, weil das irgendwie nochmal ein bisschen besonderer ist. So, als nächstes haben wir das vorletzte Produkt, was ich euch zeigen möchte. Und das ist auch wieder ein Produkt, was sehr alltäglich ist, aber irgendwie ein bisschen besonderer. Und zwar ist es ein Deo-Stick von DKNY, das Cashmere Mist Deo. Und das riecht so richtig schön pudrig, so ein bisschen so also mich erinnert das einfach so an Produkte, die meine Mama früher benutzt hat. Also einfach so ein schöner, pudriger, cremiger Duft. Und das sieht auch optisch sehr, sehr schön aus. Super minimalistisches Design, ist auch sehr schwer und wirkt einfach für ein Deo total wertig. Und deswegen finde ich, also ich würde mich total freuen, wenn ich das als Geschenk bekommen würde. Ja. So, dann als allerletztes dachte ich mir, wäre vielleicht ganz gut, auch so ein bisschen Make-up einzubringen, weil alle anderen Produkte haben jetzt kein Make-up. Daher finde ich es aber auch gut als Geschenkidee, weil das ein bisschen universeller ist. Also man muss nicht unbedingt dann eine Vorliebe für irgendwie eine bestimmte Art von Make-up haben, sondern es sind so pflegende Produkte, die eigentlich jeder gebrauchen kann. Aber Make-up-Produkte machen auf jeden Fall auch Spaß und deswegen wollte ich zumindest ein Produkt da noch zeigen. Und zwar habe ich hier wieder Produkte aus meinem eigenen Stash und zwar von Manassi 7, wenn ich das richtig ausspreche. Einmal das All-Over Cream Finish. Das ist also eigentlich Blushes quasi. Ich habe jetzt hier diese ganz, ganz natürliche Farbe. Habe ich hier irgendwie die Farbbezeichnung? Bisque. Sehr, sehr schön und die sind richtig schön, wie der Name sagt, cremig. Oder hier so einen bronzigen Highlighter. Auch sehr, sehr schön. Wie heißt der? Der heißt Rosette, glaube ich. Ja, zwei sehr, sehr schöne Make-up-Produkte. Ist natürlich auch ganz gut, so Blushes eignen sich natürlich nochmal mehr als Geschenk als Foundation oder Concealer, wo man halt echt wissen muss, welche
welche Nuance die zu beschenkende Person braucht. Ja, das hat man halt bei Blush oder Highlighter eben nicht. Und ja, auch hier wieder, sieht halt auch schön aus, weil ich finde, das muss einfach auch einen guten ersten Eindruck machen, so ein Geschenk. Und das habe ich auf jeden Fall bei all den Produkten bedacht, weil das würde mich auf jeden Fall beeinflussen, wenn ich Geschenke bekomme. Und ja, damit hätten wir das wäre so mein Gift Guide in Sachen Beauty in Zusammenarbeit mit Lyko. Und wenn dieses Video online geht, also am Sonntag, dann habt ihr bis zum nächsten Tag, also Montag, den 2. Dezember um Mitternacht, noch Zeit, um Gebrauch zu machen von dem Lyko Sale. Also die haben auf sehr viele Produkte und Marken Rabatte. Zum Beispiel bei Ole Henriksen gibt es 30% auf die Produkte, was ich sehr, sehr viel finde. Bei DKNY gibt es 25% und bei Laneige gibt es auch 25% und dann bei dem Kulturbeutel gibt es 30% und der Kulturbeutel und von der Eigenmarke gibt es auch sehr ähnliche Kulturbeutel, vor allem einen, der so geschlossen ist und dann oben ein zweites Fach hat, durchsichtig ist, fand ich auch sehr cool. Da gibt es halt auch 30%, wobei die Preise an sich auch schon sehr gut sind, finde ich, für die Make-up-Taschen. Ah ja, und bei Necessaire gibt es auch 25%. Ja, also auf jeden Fall, da lohnt sich, wenn da so einiges dabei war, was ihr euch entweder selber wünschen wollen würdet oder eben verschenken wollt, dann lohnt sich da mal so reinzuschauen. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht 20 Minuten über Beauty-Produkte geredet, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich hoffe, das kann so dem einen oder anderen so ein bisschen Ideen liefern, für einen selbst oder für andere. Johannes und ich hosten heute ein Dinner, ein Friendsgiving-Dinner mit ein paar Freunden. Da werde ich gleich mal den Tisch schon mal so ein bisschen vorbereiten, so halbwegs decken. Und mal gucken, vielleicht filme ich auch so ein bisschen bei den anderen Vorbereitungen, also alles, was so mit dem Essen zu tun hat. Und dann hoffentlich, wenn ich es nicht vergesse, auch so ein bisschen über den Abend hinweg eventuell. Und falls ich es nicht schaffen sollte, mich für diesen Vlog zu verabschieden, werde ich das jetzt mal tun, weil ich werde dann die Clips von dem Dinner alle hier hinten dranhängen und dann soll das Video dann auch zu Ende sein, weil morgen muss es dann schon online gehen. Und ja, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen und schaut noch den Rest des Videos, wenn es viel Material dazu geben sollte. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Alles da. Ein Namensschild. Ich will auch eine Patate haben. Die Dinger sind. Ja. Das ist auch so. Stimmt, man braucht. Never know how good